Grüß euch, liebe Zuseher. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich weiß nicht, ob Sie das letzte Video auf Dog Special gesehen haben. In diesem Video behandle ich die Aussage, es gibt keine Kampfhunde. Widerspreche dieser Behauptung, versuche das mit einem persönlichen Erlebnis, welches ein sehr unangenehmes war, und Fakten der Vererbungsgenetik zu erklären. Es dauerte nicht lange, bis mich die ersten E-Mails zu diesem Video erreicht haben. Damit habe ich gerechnet, ist ein ziemlich aufwühlendes Thema. Das Positive ist, dass ausnahmslos 100% dieser Mails von Abscheu und Verachtung zum Thema Hundekampfveranstaltungen berichteten. Kein einziges dieser Mails beinhaltete auch nur ansatzweise den Versuch, diese Sache zu verharmlosen. Das ist natürlich etwas Positives, das liest man immer gern. Doch anscheinend dürfte nicht jeder ganz genau verstanden haben, was ich in diesem Video gesagt habe. Soll nichts Schlimmeres geschehen, man kann manche Dinge falsch interpretieren. Ich möchte in diesem Video heute für etwas Licht ins Dunkel diesbezüglich sorgen. In einem Mail zum Beispiel habe ich zu lesen bekommen, es käme kein Hund als Kampfhund zur Welt. Der Verfasser dieses Mails besitzt selbst einen American Staffordshire Terrier, welcher absolut herzlich und nett zu Mensch und zu Tier ist. Ja. In einem anderen wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass man nicht automatisch zum Mörder wird, nur weil der Vater einer war. Also werden auch diese Hunde nicht als Kampfhunde geboren, sondern nachträglich zu welchen geformt. In einem dritten wurde mir der Begriff Kampfhunderasse selbst abgesprochen. Diese Bezeichnung existiere in Realität nicht. Der richtige Ausdruck wäre reaktive Hunderassen. So. In einem weiteren E-Mail wurde mir von einem Herrn versichert, er hätte ganz im Widerspruch zu meinen Angaben schon unzählige Videos gesehen, in welchen Kangals, Alabais oder andere Herdenschutzhunde Pitbull Terrier getötet hätten. Auch ich habe solche Videos auf diversen Plattformen schon mal sehen müssen. Und diese amerikanischen Hunde eigentlich chancenlos sind gegen große, starke Herdenschutzhunde. Nachträglich wurde mir dann versichert, dass diese Videos mit traurigem Interesse und nicht mit Freude angesehen wurden. Jo, also wie gesagt, alle E-Mails, die ich von Ihnen bekommen habe, bewegen sich in dieselbe Richtung. Auch in eine Richtung, welche auch ich eingeschlagen habe, denn alle diese Videos, E-Mails zeugen von Abscheu dem Hundekampf gegenüber. Also da sind wir uns alle einig, das ist was ganz Positives. Nun möchte ich hier für etwas Aufklärung sorgen, für etwas Licht ins Dunkel sorgen, um Menschen, die nicht wirklich ganz oder mich falsch verstanden haben in dem vorangegangenen Video, einige Aussagen meinerseits vielleicht falsch interpretiert haben. Ja, liebe Zuseher, in diesem vorangegangenen Video habe ich nicht vom netten Steffi von nebenan gesprochen. Ich habe nicht vom Hund gesprochen, dessen Vorfahren das letzte Mal vor 100 Jahren in der Pit durchs Feuer gegangen sind. Ich habe nicht vom Bull Terrier gesprochen, der seit der 20. Generation wohlbehütet beim Züchter zur Welt kommt, um in die Hände von vernünftigen Menschen weitergegeben zu werden. Ich habe von Hunden gesprochen, welche seit 150 Jahren nur in gewissen Kreisen weitergegeben werden. Von Zuchtlinien, die seit Ende des 19. Jahrhunderts ausnahmslos für den Hundekampf trainiert und eingesetzt werden, von welchen nicht nur der Vater oder die Mutter, sondern auch die Großeltern, die Urgroßeltern, die Urgroßeltern und dessen Ahnen lückenlos als mental und körperlich perfekt vorbereitete Kampfhunde missbraucht wurden. Von diesen Hunden habe ich gesprochen, liebe Zuseher. Vererbungsgenetik. Gäbe es diese Vererbungsgenetik nicht, dann gäbe es heute keine Hunderassen, denen man einen angeborenen Schutztrieb oder einen angeborenen Jagdtrieb oder eine angeborene hohe Lernwilligkeit attestiert. Man könnte überhaupt nichts in irgendeine Richtung züchten, weder Hund noch Huhn noch Pferd, gar nichts. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass besonders Bullrassen sehr häufig mit sehr ausgeprägter
Fremdenfreundlichkeit ausgestattet sind, ja. Nun, wenn Sie Besitzer eines Bullterriers sind, egal welcher Rasse, dann wird Ihnen das schon aufgefallen sein. Auch das ist Vererbungsgenetik, liebe Zuseher. Ein Überbleibsel aus der Zeit, in welcher Ihr Bullterrier noch in der Pit stand, in einer Kampfgrube, wo es oberstes Gebot war, nur Hunde hineinzulassen, welche über ausgeprägteste Beißhemmung Menschen gegenüber verfügen. Vererbungsgenetik. Reaktive Hunderassen. Es gibt reaktive Hunde als Individuum, ja. Aber es gibt keine reaktiven Hunderassen. Das wäre mir völlig neu. Es gibt Kampfhunderassen, ja. Und es gibt Kampfhunde, auch die gibt es. Die amerikanischen Hunde, diese Pitbulls, wären chancenlos gegen große Herdenschutzhunde. Liebe Zuseher, das grausame Spektakel der Hundekampfveranstaltungen, das gibt es weltweit, wissen wir. Speziell in ehemaligen Sowjetrepubliken ist ja, dieses grausame Spektakel kulturell tief verwurzelt. Die weisen häufig hunderte Jahre lange Traditionen vor. Dort kommen hauptsächlich verschiedene Herdenschutzhundetypen zum Einsatz. Andere werden als sogenannte Hinterhofkämpfe veranstaltet, wo Rassen aller Art gegeneinander ins Feuer geschickt werden. Ja. Zum Thema Videos, auf denen Sie große Herdenschutzhunderassen sehen, welche Bullrassen durch die Gegend schleudern, fürchterlich verstümmeln und töten. Ja, die existieren, die können Sie auf vielen Plattformen ausgraben. Teilweise, soweit ich weiß, können Sie da auch entschärftere Versionen auf YouTube sehen. Bin mir nicht sicher, habe mir so etwas schon sehr lange nicht mehr angesehen. Ja. Ich möchte Ihnen das etwas erklären. Als ich damals bei diesem Typen anwesend war mit meinem Freund, also das dauerte ja alles nicht nur 5 Minuten. Es wirkt vielleicht so in der Erzählung des vorangegangenen Videos, aber wir waren dort sicher 1,5 Stunden anwesend, bevor ich es schaffte abzuhauen. Ja. Das haben wir auf Videos auch Alanos. Sie wissen schon, der Alano, den es von der FCI offiziell nicht anerkannt gibt. Eine Hunderasse, die anatomisch sehr dem Presa Canario ähnelt, in dieselbe Kerbe reinschlägt, auch ähnliche Aufgaben zu erfüllen hatte. Wir sahen auf diesen Videos auch Presas, alle im Besitz von Leuten, die der professionellen Hundekampfszene angehörten. Dabei fiel mir immer auf, dass diese Vertreter dieser Rassen oder Hundetypen äußerst schlank waren. Teilweise schon Windhunde schlank. Also diese Presas, Presa Canarios und Alanos, die Sie dort sehen konnten, waren weit entfernt von der Substanz der Presas, wie man sie auf Ausstellungen sieht. Togo Canarios zum Beispiel. Denn Presa Canarios sind ja für Ausstellungen, weil sie als Rasse nicht zugelassen sind. Ja, aber bei gewissen Verbänden schon, ja. Sie wissen, welche Hunde das ich meine. Also weit von der Substanz dieser Hunde entfernt. Wirkten schon Windhunde schlank, waren alle ausgestattet mit überaus drahtiger Muskulatur. Und als ich den Typen dort sagte, hör zu, die sehen ja alle aus wie riesige Pitbulls, meinte er, na klar, ja. Weil das nun mal der Phänotyp von Hunden ist, mit welchem man Geld verdienen könnte. So wurde mir das erklärt. Ja. Er sagte, was nützen einem diese Riesen, welche die Pitbulls 20 Minuten durch die Gegend schleudern und danach leer sind. Ja. Wenn diese Riesen, diesen Pitbulls, diesen weit kleineren, von Profis trainierten Leuten in diesen 20 Minuten keine Arterie öffnen, ja, dann nehmen diese Pitbulls alles, was diese Riesen zu bieten haben. Denn das haben sie schon immer getan. Ja. Die Großen werden müde, haben keinen Sauerstoff mehr. Kein Sauerstoff bedeutet keine Kraft mehr. Keine Kraft bedeutet kein Kampfwille mehr. Kampfeswille mehr. Und dann werden sie von diesen professionell trainierten und seit hunderten Jahren nur in gewissen Kreisen weitergegebenen Hunden regelrecht auseinandergebaut. So wurde mir das erklärt. Denn auch für mich war es ein Widerspruch, dass derartig kleine und leichte Hunde gegen Hunde triumphieren können,
in diesen grausamen Veranstaltungen gegen Hunde triumphieren können, dessen Köpfe alleine halb so groß sind wie ihr ganzer Gegner in Form von American Pitbulls. Ja. Er sagte mir, wenn du diesen Leuten aus dem Profilager einen Herdenschutzhund als Basis für einen zukünftigen Champion überlässt, dann haben die spätestens 4 Generationen später aus diesem Herdenschutzhund optisch einen Pitbull Terrier geformt, weil das nun mal der Phänotyp des perfekten Kampfhundes ist. So wurde mir das erklärt. Ja. Hunde, welche Sie auf diesen verfluchten Videos sehen, dieser Hinterhofkämpfer, denn die Profiszene stellt keine Videos online, das sind zumeist Hunde aus seriösen Linien, zumeist trainierte American Staffordshire Terrier oder Pitbulls aus zivilisierter Zucht oder Mixe daraus, welche dort gegen Herdenschutzhunde antreten und auch häufig verlieren. Ja. Würden Sie mit einem Herdenschutzhund, so groß, gewaltig und wild auch immer der ist, auf einer dieser geisteskranken Veranstaltungen, wo professionelle Hundekämpfer anwesend sind, erscheinen und dort ihr Anliegen preisgeben, mit ihrem riesigen Kangal oder Alabai dort teilzunehmen. Das wird ihnen höchstwahrscheinlich niemals gelingen, wenn sie nicht bekannt sind mit der Szene. Wäre auch besser so. Dann würde ihnen dort ein Herr, der ihnen wohlgesinnt ist, höchstwahrscheinlich sanft über den Kopf streicheln und ihnen den Tipp geben: Pass auf, für dich ist es besser, du nimmst einen Hund, gehst mit ihm zusammen ins Kinderzimmer rein, spielst dich dort mit deinen Socken und wenn die Erwachsenen fertig sind, dann kannst du wieder rauskommen. Ja. Liebe Zuseher, der größte und wildeste Herdenschutzhund wäre ein gefundenes Fressen für die professionelle Hundekampfszene. Vertrauen Sie mir. Diese Hunde sind für andere Dinge gemacht. Diese Hunde haben eine Masse, eine Kraft, die sie perfekt dafür ausstattet, um im Team oder mit anderen Hunden gegen Wolf und Bär vorzugehen. Diese Hunde, welche in professionellen Hundekampfkreisen seit unzähligen Generationen untereinander weitergegeben werden, auf eine gewisse Art und Weise trainiert, geformt werden, mental und körperlich, wurden für völlig andere Dinge gemacht. Ja. Und diese Profihunde stellen, so blöd es sich anhört, die Formel 1 in der Hundekampfszene dar. Ja. Ich habe versucht, jetzt mit dieser Erklärung etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Wie gesagt, nochmal, es soll nichts Schlimmeres geschehen, als dass jemand nicht ganz genau versteht, was oder welche Nachricht ich darüber bringen möchte. Jeder kann falsch interpretiert werden. Ich hoffe, ich konnte mich hier jetzt ausbessern ein wenig und hoffe auch jetzt mit diesem Thema dann in Zukunft abschließen zu können, denn auch für mich ist das ein nicht sehr angenehmes. Doch ein großes Anliegen hätte ich noch, liebe Zuseher. Ja. Ein kürzlich eingetroffenes E-Mail bewog mich dazu, Menschen, die hier eventuell zusehen, die noch nicht so sattelfest sind im Thema Kynologie, noch neu sind zum Thema Hunde und vielleicht vorhaben, sich in Zukunft ihren ersten Hund zu nehmen, einen Tipp zu geben. Ja. Dieser Tipp hat zwar nichts mit diesem Thema, mit dem Thema Kampfhunde zu tun, aber meiner Meinung nach könnte er sehr wichtig sein für Leute, die sich erst kürzlich für diese tollen Vierbeiner, nämlich die Hunde, begeistern. Ja. Mich hat vor kurzer Zeit ein E-Mail eines Zusehers meines Kanals erreicht im Besitz eines Collie-Labrador-Mixes. Ein Junghund, der sich gefreut hätte, mit seinem Hund auf einem Abrichteplatz, auf einem Gebrauchshundeplatz, am Gebrauchshundesport mitzutrainieren, am Abrichtesport Spaß zu haben. Er wurde dort wegkomplimentiert von mehreren Leuten mit der Ansage, sein Hund würde sich aufgrund seiner Art, welcher Hund er ist,
für den Gebrauchshundesport nicht eignen. Ja. Das ist nicht das erste E-Mail dieser Art, welches mich erreicht hat. Mich hat mal ein Besitzer eines weißen Schweizer Schäferhundes angeschrieben, der mir Ähnliches erzählt hat, der auf einem Abrichterplatz gelandet ist, dort arbeiten wollte. Er war mit seinem weißen Schweizer Schäfer der einzige Mensch dort war, der einen Schäferhund hatte, der keinen schwarzen Fang besaß und auch er deswegen mehr oder weniger wegkomplimentiert wurde, weil der weiße Schweizer Schäferhund für den Gebrauchshundesport nicht geeignet wäre. Ja, liebe Zuseher, ja, Sie werden in keinem meiner Videos, die ich hier auf diesem Kanal hochgeladen habe, und es sind mittlerweile, glaube ich, über 200, in keinem dieser Videos werden Sie mich sagen hören, dass ich ein super toller oder ein spitzen Hundetrainer war. Das werden Sie nirgends zu hören bekommen. Ja. Ich betrat mit 11 Jahren 1981 das erste Mal in meinem Leben einen Abrichterplatz, verfiel dem Zauber dort, trat dann 1983 im Alter von 13 Jahren als jüngster Teilnehmer mit meinem Hund Boris bei meinem ersten Turnier an, erreichte dort den 8. Platz von 20 Startern in meiner Klasse. Das machte mich wahnsinnig stolz damals und meine Eltern auch. Es folgten dann noch weitere Turniere, in welchen ich es öfter aufs Siegertreppchen schaffte, noch im jugendlichen Alter. Ja, danach wurde ich von kompetenten alten Hundefüchsen zum Trainer und Figuranten ausgebildet, leitete und trainierte danach mehrere Anfänger- und fortgeschrittenen Kurse und wurde auch gern mal zu größeren clubübergreifenden Turnieren als Figurant eingeladen. Ja, nebenbei machte ich noch die Formrichterprüfung für mehrere Hunderassen. Ich liebte das Thema Hunde und Kynologie, Gebrauchshundesport einfach. Ja. Während meine Freunde in diesem Alter vor dem Commodore 64 saßen, verbrachte ich meine Zeit in Hundebüchern oder auf Ausstellungen und fragte den Hundebesitzern dort Löcher in den Bauch. Ja. Ich gab mir Mühe, zu wachsen in diesem Thema. Doch ich habe noch nie behauptet, ich wäre ein guter Hundetrainer gewesen. Doch in all diesen Jahren des Gebrauchshundesports, in all diesen Begegnungen mit Hunden verschiedenster Rassen, habe ich folgende Erfahrung gemacht, liebe Zuseher. Ja. Mit jedem Hund kann man arbeiten. Mit jeder Hunderasse kann man arbeiten. Selbstverständlich werden Sie mit einem Chihuahua oder einem Irish Wolfhound nicht an Weltmeisterschaften teilnehmen können, ganz klar. Ja. Und mit deutschen Schäferhunden zu 99,9% besser am Platz arbeiten können als mit dem typischen English Bulldog. Das ist alles ganz klar. Doch mit jeder Hunderasse kann man Spaß am Abrichterplatz haben und mehr oder weniger Erfolge einfahren. Liebe Zuseher, ich möchte Ihnen nur einen kurzen Tipp geben. Liebe Zuseher, die etwas neuer sind in der Materie und eventuell zukünftig mal mit Ihrem Hund oder Ihrem in Zukunft erworbenen Hund am Gebrauchshundesport teilnehmen wollen. Hüten Sie sich vor derartigen Atomwissenschaftlern der Kynologie. Hüten Sie sich vor Leuten, die behaupten, dass man mit Hunden aus der Hochzucht oder der Showlinie nicht arbeiten kann am Platz. Von Leuten, die behaupten, ein weißer Schweizer Schäferhund wäre für den Gebrauchshundesport nicht geeignet. Nun, ich gebe Ihnen kurz zwei Beispiele. Queen. Queen war eine herrlich aussehende deutsche Schäferhundin, die die Zazips auf den Ausstellungen sammelte, wie anderer es mit Briefmarken tut. Diese Hündin war eine fantastische CH3-Hündin. Rambo war ein wunderschöner weißer Schweizer Schäferhund und ein herrlicher CH3-Hund. Also hier 1 und 1 zusammengezählt, lässt mich vermuten, dass es da draußen Menschen gibt, die mit allen Hunden arbeiten können, umgehen können, welche alle Hunde trainieren können und es Leute gibt, die das nur mit einem ganz bestimmten Hundetyp können, aber der Meinung sind, es mit allen Hunden tun zu können, ja, und ihnen dann versuchen, ihre Weisheit da irgendwie zu präsentieren, indem sie ihnen sagen, nein, nur diese Hunde sind für den Gebrauchshundesport geeignet und diese nicht. Ja. Wenn man dann diesen Menschen, die nur Hundetypen oder Hunderassen gewohnt sind, welche zum Thema Gebrauchshundesport eine Art Autopiloten eingebaut haben, wenn man diesen Menschen dann die Leine, an welcher ein Molosser hängt, überreichen möchte, damit sie ihnen zeigen, wie sie mit diesem Hund arbeiten würden, dann meiden sie diese Leine höchstwahrscheinlich wie der Teufel das Weihwasser, denn sie würden nicht wissen, was sie mit einem Molosser an der Leine tun sollen. Ja? Solche Menschen sind das. Ich sage Ihnen was.
Würde ich solchen Atomwissenschaftlern, Dr. Schweizern der Kynologie, sagen oder mitteilen, dass ich mit einem American Pitbull Terrier, der ein 100%ig echter American Pitbull Terrier war, mit allen Ecken und Kanten, welche diese Hunderasse vorzeigt, erfolgreich die Prüfung zur SCH2 abgelegt habe, die würden alle dem Herzinfarkt nahe sein. Ja. Schauen Sie, häufig sind diese Menschen, von denen ich gerade spreche, schon optisch zu erkennen. Nicht immer, aber häufig erkennen Sie diese Menschen. Zumeist einen Hund der Gebrauchshundeklasse an der Leine, bekleidet mit Multifunktionsjacke, Multifunktionshose, Multifunktionsmütze, mit Taschenlampe auf der anderen Seite, Nachtsichtgerät, 2 Leinen umhängend und 3 verschiedene Hundepfeifern. Eines für Platz, eines für Sitz, eines für Steh. Mit einem Auftreten, das Ihnen sofort vermittelt, wenn es um Sporthunde geht, kommst du bei mir nicht vorbei. Hüten Sie sich vor solchen Leuten. Hüten Sie sich als zukünftiger Abrichtersportbetreiber oder Hundeabrichterplatzbesucher vor Plätzen, wo Sie nur eine Hunderasse vorfinden. Da treffen Sie solche Atomwissenschaftler der Kynologie sehr häufig an, denn diese Leute sind gerne unter sich. Verzeihen Sie mir nun diesen Ausdruck, aber diese Leute schaukeln sich gerne gegenseitig die Eier, ja, pushen sich gerne gegenseitig mit ihrem universellen Wissen. Ja. Die haben eine Art Tunnelblick, ja, wo sich nur ein gewisser Hundetyp drinnen bewegt und alles, was rundherum existiert, eigentlich nichts wert ist, ja, und nicht für den Gebrauchshundesport geeignet ist. Nochmal, wenn man mit Hunden umgehen kann, wenn man Leidenschaft für den Gebrauchshundesport zeigt, liebe Zuseher, wenn man sich informiert, wenn man zuhört, wenn man Tipps entgegennimmt von erfahrenen Leuten, die nicht derartigen Atomwissenschaftlern angehören, kann man mit allen Hunden Spaß haben am Platz. Ja. Man kann nicht mit allen an Weltmeisterschaften teilnehmen, aber man kann mit allen Hunden am Gebrauchshundeplatz, am Abrichterplatz arbeiten. Vertrauen Sie mir. Lassen Sie sich also Ihre Lieblingsrasse von solchen Leuten nicht vermiesen, weil Sie meinen, nein, mit diesem Hund wirst du in Zukunft nicht am Platz trainieren können, weil dem fehlt es hier an Qualität und da an Qualität und da und dort, sondern nehmen Sie sich den Hund, der Ihnen am besten gefällt. Nehmen Sie sich Ihre Lieblingsrasse und empfinden Sie Spaß und gute Laune am Abrichterplatz. Fahren Sie mehr oder weniger Erfolge ein und wie gesagt nochmal, hüten Sie sich vor derartigen Menschen. Die sind ein eigener Wurf. Ja. Das war nur ein wirklich gut gemeinter Tipp an Leute, die eventuell in Zukunft vorhaben, mit Hunden am Abrichterplatz zu arbeiten. Gehen Sie diesen Leuten aus dem Weg. Sind häufig optisch ganz leicht zu erkennen. Ja, liebe Zuseher, das war es eigentlich schon wieder. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, wie gesagt, das war's schon wieder.